Moin Leute, was geht ab? Willkommen zurück zu einem weiteren Dungeon Guide. Und zwar heute mache ich den Baumelement Dungeon. Kurz, ihr seht, es ist gerade auf Englisch. Ich hatte es umgestellt wegen den Skills, weil ich die Skills mal überlesen habe, ob es im Deutschen und Englischen Probleme gibt. Deswegen ist heute mal auf Englisch. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen. Vielleicht switchen wir das gleich nochmal um. Ich wollte auf jeden Fall euch nur den Run zeigen. Hier ein Free-to-Play-Team für den Baumelement Dungeon B10. Und ihr könnt sehen, ich habe weder Dr. Evil noch 2 Leseratten. Ich benutze stattdessen den Wurm. Gyroleon im Baum. Den habe ich schon mal erwähnt in einem Grunddungeon, dass ihr den bauen solltet. Ich hoffe, ihr habt den gebaut. Das ist ein sehr unterschätztes Element. Das ist ein super starkes Element. Und das wollte ich euch einmal zeigen. Also hier, 10er Run, ohne Probleme. Unser bester Run ist 1,1. Schnitt 1,18 liegt aber nur daran, dass ich noch keine Spezialisierung habe. Bis auf die Leseratte 2 Stück, also 2 Sterne. Kann ich euch einmal zeigen. Und das ist der Grund, warum wir noch so eine Durchschnittszeit von so hoch haben. Plus, er ist ein 5-Star. Speed-Tuning ist bei dem Team jetzt gerade so lala. Vor allem er ist halt komplett nur für Gildenkampf gebaut. Würde ich auf jeden Fall mehr Accuracy bauen. Crit Rate braucht ihr auch, glaube ich, zwingend nicht so viel, weil, lasst mich mal gucken. Ne, 70% braucht ihr auf jeden Fall. Also ihr könnt von HP ein bisschen runtergehen, mehr Speed und Accuracy reinpacken. Es ist euch überlassen. Ich habe ihn halt auf Korrupt gebaut für Gildenkampf, deswegen, aber ihr könnt ihn bauen, wie ihr Bock habt. Hauptsache ihr kommt auf 70% Crit Rate, Crit Damage, HP und Accuracy halt viel höher und Speed sollte deutlich auch höher sein. Wichtig an diesem Team ist, das aller wichtigste ist Speed Tuning. Das Speed Tuning sollte in der Regel ungefähr so aussehen. Als erstes euer Riese, dann eure Leseratte, dann der Clockwork, dann der Wurm und dann am allerletztes hier unser Bär. Ich gehe einmal kurz rein und zeige euch mal den Run. Und dann gehen wir Stück für Stück die Bauteile durch. Weil hier ist wichtig, wir brauchen den Attack Up und den Speed Buff. Hier vor allem und auch in der dritten Stage. Und da ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Hier haben wir natürlich hier einfach die 2. Ne? Dann bufft er, bufft ihn, kriegen die Defense Break drauf. Und am Ende kommt der AOE von dem Baum, killt fast alle. Meistens killt er sogar echt ziemlich viele. Das ist jetzt zum Beispiel ein Run, wo jetzt vielleicht nicht alle killt. Dann versuchen wir natürlich den Riesen wegzuhauen, weil der Riese ist sehr, sehr gefährlich in diesem Bereich. Deswegen muss der Clockwork ihn wegsnipen, damit der Riese nicht dem Boss Attack, Defense Up und Crit Rate abgibt, weil das kann eure Elements sowas von komplett weghauen. Also ihr könnt gefühlt direkt wipen in dem Moment. Das ist auch der einzige Grund. So. Das sieht eigentlich ganz okay aus. Ja, er hat jetzt halt den Leseratte gehext. Vielleicht können wir... Ja, perfekt. Obwohl, das war nicht so viel. Interessant. Lief nicht so, wie ich mir das erhofft habe. Aber es ist ein super Run. Also es läuft tadellos. Es gibt keine Probleme. Ihr werdet auf jeden Fall den Run deutlich verstehen. Und der Run hat gedauert 1,19. Also es ist zwischen 1 und 1,19, so in dem Art. Aber wie gesagt, wenn ihr die Spezialisierung vor allem von den beiden hier plus noch den hier macht und dann noch die anderen irgendwann, ist dieses Team locker unter einer Minute im Schnitt, wirklich. Also dieses Team ist so gut und hat so viel Potenzial. Und ich werde euch jetzt einmal zeigen, wie ich ihn gebaut habe. Also wichtig ist, das hatte ich ja schon im letzten Video erwähnt, der Speed Buffer muss über 250 Speed gesamt sein. Über 250 Speed. Ihr braucht keine 270. Das ist einfach Overkill. Ich habe einfach irgendwas draufgepackt, was ich hatte. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Ich meine, er braucht auch kein Accuracy. Ja, er braucht kein Accuracy. Also ihr könnt voll auf HP gehen. Er ist sogar bei mir Level 50. Also ich habe den noch nicht mal auf 6er gemacht. Was ihn natürlich noch denkiger macht. Und ja, er wird auf jeden Fall länger überleben. Dann sollte auf jeden Fall euer Leseratte drankommen. Da müsst ihr gucken, dass ihr auch wieder über 70% Crit Rate seid. Crit Damage 150 plus reicht vollkommen, solange ihr genug Attack habt. Dritter Skill sollte ausgeskillt sein. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ansonsten
sollte danach direkt der Clockwork drankommen vom Speed-Tuning her. Ihr müsst halt nur gucken, dass er dann halt danach bufft. Da auch gucken, dass er halt wirklich genau nach der Laserratte drankommt. 70% Crit Rate, Crit Damage fein. Also ihr könnt hier auf jeden Fall noch ein bisschen mehr ausbauen. Ich habe jetzt wirklich einfach noch irgendwas draufgepackt, sodass ich ungefähr unterm Laserratte komme. Wichtig auch hier ist, ihr solltet schauen, dass eure Elements, vor allem die zwei hier, über 205 Speed haben. Das ist wichtig, weil später kann es vielleicht sein, dass ihr nicht so viel braucht, weil wenn ihr dann ihn geskillt habt, zum Beispiel ihr geht in dem Bereich hier, da, Skill Increase Action Bar, have the effect increased by 3%, heißt, euer Skill-Aktionsleiste erhöht sich um 3% auf alle. Wenn ihr das geskillt habt, könnt ihr dann vom Speed her von dem wahrscheinlich auf 200 runtergehen, sogar vielleicht drunter, mal gucken, müsste ich mal testen. Ich werde das dann, wenn ich alle full geskillt habe, werde ich das auch mal testen mit den richtigen Werten. Aber ich wollte euch einfach einmal zeigen, wie es ohne Spezialisierung aussieht. Wie gesagt, hier habe ich nur zwei Sachen. Das ist einmal 20 Attack und 5% Crit Damage. Das ist gar nichts. Das kriegt ihr locker mit 5er Runs hin. Das ist ja nur das Niedrigste. Deswegen, das macht nicht sehr viel aus. Wichtig ist nur, wenn ihr den dann irgendwann voll habt, dann wird das natürlich besser laufen. Dann werdet ihr auf jeden Fall auch mehr Damage machen. Ihr müsst dann wahrscheinlich weniger Crit Damage, weniger Attack haben, weil ihr seht, die Wellen mischen sich von allein aus. Vor allem könnt ihr sogar so weit schaffen, dass ihr vielleicht rechts und links beide mit der Laserrate direkt wegsnipen könnt, wenn ihr ihn gut genug gebaut habt. Dann kommen wir zu unserem Clockwork, habe ich ja gezeigt, glaube ich. Ja, genau, hatte ich gezeigt. Dann kommen wir auf jeden Fall zu unserem MVP, Pyroleon. Leute, dieses Element ist absoluter Hammer. Die Passive ist ja dafür da, wenn er 5-mal hintereinander angegriffen wird vom gleichen Element. Meine ich. Genau, dem gleichen Element angegriffen wird, nee, sogar 4-mal. Dann setzt er die zweiten Skill ein. Der zweite Skill macht Schaden, macht Death Down, also super, super stark. Ich habe jetzt hier im dritten Skill auf Accuracy, im letzten Slot auf Accuracy gemacht, weil wir wollen ja auch den Death Down haben, um dann am Ende zu cleaven, was halt wichtig ist. Er hat halt jetzt auch nur 68 Crit Rate, könnte auch ein bisschen mehr sein. Vielleicht geht man da, obwohl der hat nicht den Baum dafür, aber man kann zumindest mehr Accuracy hier stacken im Spec-Baum und dann dadurch vielleicht hier wieder auf Attack gehen und Crit Rate und mehr Damage machen. Wird die Waves wahrscheinlich besser clearen. Ich habe ihn auch als reinen Damage-Dealer probiert. Ohne Death Break schafft er es leider nicht, die Waves zu clearen, weil ich habe gedacht, vielleicht kann man ihn ersetzen für Laserrad oder für Baum Dr. Evil. Ist leider nicht möglich, nur als purer Damage-Dealer, wenn man kein Death Break hat. Wenn man ein Element hat, das Death Break, AOE Death Break macht, bevor er drankommt, dann funktioniert es. Aber erstens, ihr müsst dann noch eine extra Ressource mitnehmen, die Death Down macht für alle. Und ihr müsst dann auch ihn besser bauen und so weiter und so fort. Deswegen, ich finde es schon okay, dass er so in der zweiten Welle den Death Down übernimmt und dann am Ende halt unser Bär mit dem AOE-Skill dann Damage macht. Wie gesagt, den Bären könnt ihr noch ein bisschen schneller machen, so versuchen, so ein bisschen unter dem Wurm zu bleiben, also unter dem Gyroleon zu bleiben, bei 180 oder so. Dafür dann halt, ja, mehr Accuracy, vor allem beim Boss, damit ihr auch den Death Down immer wieder drauf bekommt. Ich habe halt jetzt auch nicht Full Skill Up, also 40% anstatt 50%, aber ich glaube, die Accuracy reicht sogar fast vollkommen aus. Genau. Und das ist eigentlich das Wichtigste an diesem Team. Und ihr habt gesehen, dieses Team läuft super gut. Und ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, die Leseratte vielleicht als erstes zu spezialisieren. Also ihr geht dann hier in diesen beiden Faden rein. Dann könnt ihr das hier nehmen. Würde ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen, weil das geht dann auf Hälfte. Und geht, glaube ich, auf 10%. Das heißt, wenn ihr mehr als die Hälfte eures HP habt, dann macht ihr, glaube ich, 10% mehr Damage, Crit Damage. Danach wichtig ist, dass ihr dann halt hier hingeht, den AOE-Skill, dass ihr dann Crit-Schaden bekommt, 5% und dann natürlich hier mit Attack ab. Oder was ich persönlich wahrscheinlich machen würde, ich würde Crit Damage nehmen. Also ich würde das hier nehmen, aber danach würde ich wahrscheinlich Wut nehmen. Und wenn man dann die 5er-Stacks hat, würde ich die nochmal hier in Attack auch reinpacken. Weil, ihr habt ja gesehen, in der ersten Welle, wir brauchen kein mehr Damage. Das Einzige, wo wir mehr Damage brauchen, ist in der dritten Phase. Da, ob wir da Attack Up haben oder mehr Crit Damage, müsste man testen, was davon mehr Damage machen würde oder was besser skaliert. Aber ich glaube, in den meisten Fällen skaliert es, glaube ich, Crit Damage deutlich höher als Attack. Weil das sind 10% und das sind auch 10%. Ich glaube, Crit Damage skaliert besser. Müsste man, wie gesagt, testen. Ich werde es auf jeden Fall nochmal ausgiebig testen. Das auf jeden Fall dazu. Und dann habt ihr 15,
Dann müsst ihr eins von den zweien hier auswählen. Da würde ich euch das hier empfehlen. Kriegt ihr nochmal mehr Attack. Ja, dann habt ihr 20 und dann geht ihr hier 25 und dann entweder das oder das. Oder halt beides natürlich, wenn ihr dann 35 Punkte habt. Das würde ich euch auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Beim Clockwork genauso. Ihr geht erstmal natürlich auch hier wieder in Nuker rein mit Attack. Also bei den Nukern ist eigentlich mal das Gleiche. Ist es ein Attack Nuker, Death Nuker oder HP Nuker? Dementsprechend geht ihr in eins von den dran rein. Dann geht ihr hier in Crit Damage rein. Dann geht ihr auf das hier. Bei ihm würde ich sogar sagen, natürlich auch das, aber bei ihm dann nicht das natürlich, sondern eher das hier mit dem Snipe, was Einzelhit-Angriffe nochmal mehr Schaden macht. Und dann am Ende natürlich wieder hier rein. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das ist halt ein bisschen blöd gemacht, dass man diesen Skill skillen muss, um diesen Skill zu bekommen. Deswegen macht es halt schlechter, diesen Skill zu skillen, weil man lieber das hier skillen möchte und dann halt dann das skillen möchte. Wenn die Entwickler sich sagen, okay, jo, wir machen diesen Pfeil hier weg, weil es macht keinen Sinn, da unbedingt da und da reinzugehen, dann würde ich schon empfehlen, dass man vielleicht in Attack Up reingeht, also in das hier reingeht. Aber solange man halt hier erst das skillen muss, um das jetzt zu skillen, würde ich immer priorisieren. Vor allem für Single-Hitter. Immer direkt von hier da rein. Klar könnte man auch das machen, aber ich finde 10% Crit Damage ist deutlich besser. Genau. Und beim Gyroleon würde ich dann als drittes nehmen zum Skillen und da würde ich auf jeden Fall gucken, was macht mehr Sinn. In dem Fall würde ich wahrscheinlich auf Accuracy gehen, das heißt in den Disruptor-Baum. Hier die Accuracy mitnehmen und vielleicht auch gemischt. Mal gucken. Wir werden sehen. Also ich werde auf jeden Fall noch den Würmern dann auch nochmal einen Skilltree machen, aber ich denke, viel mehr würde ich wahrscheinlich in diesen Baum gehen. Ja, glaube schon. Aber mal gucken, vielleicht werden wir so ein Zwischending machen, wenn wir den als Siziliener nutzen. Was man auch natürlich machen kann, ist ihn auf Bash spielen, ne? Also auf Stun-Set. Würde auch vollkommen fein sein. Ihr müsst ihn halt hier nicht auf Damage spielen, weil viel Damage macht er so nicht. Aber ihr könnt ihn auf Bash spielen, weil Bash-Bauteile sind ziemlich geil, weil man halt immer noch die Stun-Rate hat um 20%, was ihn halt ja dadurch, dass seine Passive ja immer wieder AOE macht, die Wellen stunt, was halt den Run einfach deutlich safer macht. Und bei ihm braucht man eigentlich gefühlt nicht nachzudenken. Man kann hier in Crit Rate rangehen, man kann in den Damage-Baum reingehen, glaube, würde aber eher in den tankigen Baum reingehen, weil, wie gesagt, es skaliert halt deutlich mit HP. Man kann ihn halt dadurch auch viel stärker damit machen. Genau. Aber da auf jeden Fall gucken, dass ihr vielleicht in den Initiator reingeht und einfach nur das hier auf jeden Fall bekommt. Und damit könnt ihr dann die Speed-Voraussetzung, die ihr braucht, gering halten. Und das gilt aber nur für den linken. Sobald der linke down ist egal wie schnell die sind. Also die sollten schon ein bisschen schneller sein, weil das rechte Element hat, ich glaube, da braucht man so um die 160, 170 Speed, um mit den outspeeden zu können. Aber den linken kann man nur mit 250 Speed outspeeden. Das auf jeden Fall dazu. Genau. Und ich glaube, das war es eigentlich schon. Mehr gibt es zu diesem Dungeon nicht zu sagen. Die nächsten Dungeons werde ich mir auch noch anschauen. Ich meine, den Dark habe ich euch ja schon gezeigt. Ja, da habe ich halt 3 Clockworks drin. Ist halt schwierig momentan mit der Auswahl, die man hat. Vielleicht werden die noch einfacher. Licht ist auch noch schwer. Feuerwasser werde ich mir auch noch gucken, dass ich euch für Teams vorstellen werde. Aber das soll jetzt erstmal für das erste Team gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr natürlich 2 Leseratten habt oder Bücherwurm habt, ersetzt ihr natürlich mit ihm hier. Und dann braucht ihr auch nicht mehr ihn, weil er ist ja quasi der AOE-Damage-Dealer dann in dem Fall, weil er dann Deathbreak macht. Ihr könnt beide ersetzen und anstatt die 2 könnt ihr dann den Dr. Evil mitnehmen. Ihr könnt dann auch natürlich ihn rausnehmen. Also, ne? Ihr könnt die 3 rausnehmen, Dr. Evil mitnehmen, Ninratte mitnehmen und den Captain mitnehmen. Die 3. Dann könnt ihr direkt komplett die 2 Wellen mit Dr. Evil und Bücherwurm weghauen oder mit 2 Bücherwürmen, je nachdem, was ihr habt. Und am Ende dann einfach direkt auf den Boss gehen und ihn wegnuken mit den Dots. Könnt ihr auch machen, aber dafür braucht ihr halt die Elements. Die haben wir nicht.
Ich hätte noch einen Bücherwurm, aber ich bin zu faul, den zu bauen, weil ich halt keine Skill-Ups habe. Das ist halt das Problem. Und ohne Skill-Ups möchte ich kein Team bauen, weil es eine verschwendete Ressourcen ist. So. Das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich hoffe, der eine oder andere hat jetzt ein besseres Team dadurch gefunden. Wie gesagt, also die Bauteile sind jetzt nicht extrem krass. Wie gesagt, hier 50 reicht, also 250 reicht. 205 Speed müsste reichen bei denen, zumindest bei ihm, dann den vielleicht auf 206 haben. Dann outspeedet ihr. Wenn ihr den natürlich dann auf das hier habt, dann reicht, glaube ich, auch irgendwas mit bisschen knapp unter 200. Müsste man testen, aber wie gesagt, ich werde das noch testen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.